Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder ein riesen Leak fürs Paris DLC rausgebracht worden und wir schauen uns heute die Karte des DLCs an, die neuen Waffen, die eventuell kommen könnten, Nebenaktivitäten und so weiter. Also wenn ihr da auf jeden Fall nichts verpassen wollt, bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Der gute Andy Reloads hat dank Pedder wieder mal ein paar interessante Infos aus den Daten finden können und auch Jonathan hat etwas geleakt und das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall an. Wie immer, ihr wisst ja, unten in der Timeline könnt ihr einfach nach vorne spulen, wenn euch ein Thema nicht interessiert. Denn wir fangen mit dem ersten Thema an. Schweinerennen und Käseweitwurf. Ja, ihr habt richtig gehört, das sind die neuen Nebenaktivitäten, die es geben wird. Einmal ein Schweinerennen. Pedder hatte was gefunden in den Daten, dass man sich betrinken muss und dann gegen Schweine rennen muss. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Weissagungsschwein, was man, glaube ich, in Lunden findet. Ziemlich lustige Sache am Stadion dort. Man trinkt was und dann kann man auf einmal mit dem Schwein sprechen. Vielleicht wird es ja sowas in der Art geben. Vielleicht werden wir während des Rennens mit den Schweinen sprechen. Das wäre lustig. Und der Käseweitwurf, ja, die neue Nebenaktivität hat mich auch genauso wie Andy als allererstes an diesen Wettkampf erinnert, wo die Leute diesen Berg runterrennen und dem Käse hinterherrennen. Ja, interessant auf jeden Fall. Nicht das krasseste, aber bringt ein bisschen was Lustiges rein. Ja, Nebenaktivitäten fand ich sowieso sehr, sehr gut. Kommen wir nun zum nächsten Thema, den legendären Tieren. Und da hat Pedder auch natürlich auch wieder was gefunden. Nämlich zum einen ein Scheunenbullen, also das wird das Tier sein. Und ein Erfolg, der damit auch verknüpft ist, nämlich Ghost Orc. Ich weiß nicht, was Orc bedeutet. Könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, aber ich denke mal, das wird der Name von diesem Bullen sein. Vielleicht hat er auch irgendwie, ja, ist er ein Geist. Das wäre natürlich heftig, wenn wir gegen einen Geisterbullen kämpfen würden. Wäre natürlich komplett utopisch und wieder mal wie so Fantasy-mäßig, aber schauen wir mal, was da kommt. Das nächste sind natürlich die Skills und Abilities. Wer jetzt, wie gesagt, hier nicht wissen möchte, was da kommt, gerne zum nächsten Kapitel. Das erste ist eine Fähigkeit Iron's Hearth und das wird euch passiv die Lebensenergie wieder zurückgeben. Ganz cool, glaube ich, aber jetzt nicht das krasseste, gerade wenn man ein Tankset hat, so wie ich, dann braucht man das eigentlich nicht. Thrill of War, das ist ganz cool, ja, der Adrenalinbalken steigt schneller an, wenn du im Kampf bist, ja, also sobald du noch in der Kampfsituation bist, steigt er stetig an. Wie schnell, weiß man natürlich nicht, aber er steigt auf jeden Fall an, ohne dass du was machen musst. Wolf Warrior, da wird der Schaden erhöht, wenn du weniger Leben hast, also da gibt es auch viele Rüstungen. Finde ich an sich auch nicht so gut, weil ich habe immer volles Leben natürlich, ja, mit meiner Tankrüstung. Ja, die nächsten Punkte sind ziemlich geil. Das sind geilere Fähigkeiten. Und zwar hat Pedder etwas gefunden, dass man ein Explosivstück an jemanden, einen Gegner anbringen kann. Und dieses explodiert dann nach einer kurzen Zeit. Gerade im Stealth-Modus ziemlich cool, der wird später auch noch wichtig, aber da kommen wir dann später zu. Dann gibt es noch Ghoul Breath, ein tödlicher Giftpfeil wird verschossen, der den Gegner dann krank macht. Vielleicht wird er sich übergeben, vielleicht wird er betäubt, ich weiß es nicht ganz, vielleicht kann er sich nicht bewegen. Auf jeden Fall ein heftiger Pfeil, glaube ich, mit dem man vielleicht auch die Gegner in der Umgebung krank machen kann. Und ja, die Ratte der Plagen, auch ein interessanter Skill, bin ich gespannt, wie der umgesetzt wird. Man schießt einen Pfeil mit einem Rattenköder auf ein Ziel oder auf eine Fläche. Und dort am Landepunkt werden dann Ratten aus den Erdlöchern hervorstoßen. Auch sehr interessant. Ihr könnt mich jetzt schon mal Rattenkönig nennen, denn ich werde diesen Skill auf jeden Fall benutzen, wenn der wirklich so da sein soll im Spiel. Dann gibt es noch viele weitere Waffen. Ich gehe jetzt auf 3 Waffen ein. Zum einen das Ulfberht-Schwert. Das war so ein typisches Schwert aus der Frankenzeit und das kennen wir auch schon, das haben wir auch schon im Spiel. Nämlich, wer Amazon Prime hat und sich das Karolinger-Set geholt hat, der hat dieses Schwert, denn diese Ulfberht-Schwerter hatten eine Gravierung in der Schwertseite und das ist quasi so eine Art Merkmal für die Qualität. Des Weiteren wird es auch so, ja, Sensen geben, Sicheln geben. Ich weiß nicht, ob das so ein Hybrid ist, aber auf jeden Fall haben die Bauern das damals auch als Waffen benutzt. Ich meine, so eine Sense, die tut schon weh, wenn die deine Beine auf jeden Fall trifft. Und wie im Leak von Jonathan natürlich zu sehen war, wird es auch Kurzschwerter geben. Ganz klar, was aber Pedder entdeckt hat, ist außerdem, dass es auch Ringschwerter geben wird, also Ring Swords. Kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Andy meinte, das ist das Schwert oder könnte das Schwert von Basim sein, beziehungsweise der Typ. Weiß ich nicht, wieso die Ringschwerter heißen und nicht Curved Swords. Aber ja, was ist eure Meinung dazu? Warum heißen die Ringschwerter? Wird es dir geben? Was hat es damit auf sich? Lasst es mich wissen auf jeden Fall. Dazu hat Pedder natürlich noch 2 legendäre Schwerter ans Tageslicht gerückt. Nämlich von Ludwig III. Der hatte ein Ringschwert. Und dieser Ludwig III. Hatte damals Franken, also Teile von Bayern, Thüringen und Sachsen unter seiner Kontrolle. Der ist dann gestorben und diese Reiche sind natürlich dann an Karl III., also Karl dem Dicken, gegangen, den wir wahrscheinlich auch im DLC treffen werden.
Die zweite Waffe wäre das Joes. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und zwar ist das legendäre Schwert von Karl dem Großen. Ja. Und das wurde genutzt zur damaligen Zeit und dann auch später, um Könige zu krönen. Es hat also eine sehr wichtige Bedeutung. Vielleicht könnte es ja auch ein ISO-Schwert sein. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn ihr jetzt aber sagt, nee, ich kann nicht bis dahin warten, ich möchte das Schwert jetzt schon haben, dann könnt ihr auch in den Louvre gehen, denn dort ist es erhältlich, wenn der jetzt aufhat, und dann könnt ihr es euch schnappen. Die nächste Reference betrifft eigentlich nur eine historische Person, und zwar die Frau des Königs Karl III. Ja, warum sie so wichtig ist? Naja, eigentlich nicht so wichtig für uns, aber für den nächsten Punkt. Sie war nämlich sehr, sehr menschlich, und laut einer Legende hatte sie mal eine Bärenmutter gesehen, die um ihr Kind getrauert hat, um ihr Junges getrauert hat, und sie hat dann dieses Junge in die Hand genommen und auf einmal wurde es zum Leben erweckt, und seitdem ist diese Bärenmutter mit der Frau sehr, sehr innig, ja, sie hatten eine gute Beziehung, und das ist der Anlass für eine Quest oder für eine Interaktion mit einem Bären, denn Peder hat etwas zu einem Bären von dieser Frau Richardes gefunden. Und da bin ich mal gespannt, ob wir das reiten können, das Tier, oder ob wir einfach nur eine Quest haben und gemeinsam mit einem Bär durch Frankreich reiten. Was meint ihr, Leute? Wenn euch bisher diese ganzen Informationen gefallen haben, dann wisst ihr ja, ein drängender Daumen nach oben würde mich auf jeden Fall unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Und klar, machen wir auch gleich weiter mit dem nächsten Thema. Kommen wir nun zu der vermuteten Gegnerfraktion, nämlich den Eiferern. Ihr wisst ja, in England waren das einfach nur, sage ich mal, Nebencharaktere, die wichtig waren, um den Orden zu vervollständigen und zu finden, wo die alle sind. Hier in Paris könnte das Ganze aber eine eigene Fraktion sein, vergleichbar mit dem Druidenkult in Irland. Denn die Eiferer haben angeblich eine statische Position und sollen verschiedene Namen haben. Und Peder hat dazu auch was gefunden, denn die Gruppe von diesen Eiferern heißt Bellatores Dei. Eine geheime Gruppe von Religiösen, die versucht haben, den Teufel aus Francia auszutreiben. Und das auch mit Exorzismus. Und Bellatores heißt dabei Freie, also im Sinne des Standes des Menschen, weil damals gab es ja so eine Drei-Stände-Regelung, ne? Also Bauern, Bürgertum und Adel, glaube ich, oder Bauern, Adel und Kirchenleute, irgendwie so. Ihr wisst, was ich meine. Und Dai wäre eine Ableitung von Gott. Dementsprechend könnte diese Gruppe heißen die Befreier Gottes oder die freien Götter oder die göttlichen Befreier. Irgendwas in der Richtung wird es auf jeden Fall sein. Und da bin ich mal gespannt, was da kommt. Also es kann eigentlich nur eine Feidenfraktion sein. So, und jetzt gehen wir hier in die Endrunde, jetzt gehen wir in die Finalrunde, jetzt kommen nämlich die wichtigsten und heißesten Themen, also wenn ihr wirklich euch das Spiel komplett jungfräulich angucken möchtet, dann jetzt wirklich abschalten, weil jetzt erfahrt ihr einiges, was wichtig sein könnte, beziehungsweise was euer Bild vom Spiel ändern könnte. Jetzt kommen wir zu einem eventuellen neuen Gegnertypen, nämlich der fränkischen Kavallerie, dem fränkischen Militär. Hier werde ich nochmal ein einzelnes Video zu machen, aber Peder hat einige Sachen gefunden, zum Beispiel auch eine Cavalry Ram Attack, also dass man mit seiner Kavallerie reinstirbt in eine Masse und dann quasi die Leute rammt. Dazu können wir auch noch mit den Reitern interagieren und sie zum Beispiel stunnen, da hat Peder auch was gefunden. Ja. In den Sounddateien hat Peder noch etwas gefunden, und zwar, dass es eine leichte Kavallerie und eine schwere Kavallerie geben soll. Und auch ein Bewegungsmuster, was erlaubt, ein Ziel anzuvisieren, währenddessen man sich im Kreis um dieses Ziel herum bewegt. Meiner Meinung nach extrem viele Hints, dass es einfach Reitereinheiten geben wird, warum und so weiter und wieso das wirklich neben diesen Hinweisen wirklich dazu kommen kann und warum wir auch schon viel früher Hinweise darauf bekommen haben, das erfahrt ihr dann im nächsten Video. Aber das ist mal dazu, und jetzt kommen wir zu ja, die drei letzten Punkte, nämlich den Stealth-Modus. Ja, den wird es jetzt wieder verstärkt geben laut diesem Leak. Und ihr wisst ja, alles mit einer Prise Salz genießen natürlich, aber hier hat man etwas gefunden, und zwar Peder hat in den Details gefunden, dass es eine orangene Zone geben wird in diesem Event. Ja, das ist quasi wie halt auch jetzt schon, man geht da rein und wird nicht sofort angegriffen, man wird zwar entdeckt, aber wenn man, sage ich mal, eine Haube auf hat, dann ist es ein bisschen einfacher. Dann gibt es eine Red Zone, da wird man wahrscheinlich sofort angegriffen. Also da ist es sehr, sehr schwierig, sich zu bewegen, außer das sind keine Gegner natürlich. Und dann gibt es quasi noch eine Blackbox Zone, und dort startet dann ein Assassin-Event, und dieses Assassin-Event hat er auch gefunden in der Datei, also dass es halt eins gibt. Und das ist, glaube ich, ganz cool, weil bisher haben ja diese ganzen Social Stealth Sachen überhaupt gar keine Funktion, also keiner nutzt die, ja. Dieses Teig machen oder mit den Mönchen sich bewegen, das nutzt keiner, um ehrlich zu sein, ich auch nicht. Und das wäre doch mal eine Idee, um dieses Feature ins Spiel mit einzubauen, um es einfach zu implementieren.
würde ich mich freuen auf jeden Fall, und für alle, die halt wirklich Bock drauf haben, die können es machen, und für die, ich sag mal, neue Generation, die eigentlich gar keinen Bock hat auf Stealth, die kann dann sagen, alles gut, ich mach das nicht, ich zock einfach die Story weiter und mach die Belagerung. Wir haben uns die Feinde angeguckt, jetzt gucken wir uns auch unsere befreundeten Einheiten an, denn der gute Jonathan hat etwas geleakt. Hier den Link dazu packe ich in die Beschreibung, und dort, ich lese einfach mal ganz kurz vor, da hat er Folgendes gefunden, ja, so eine Art Text, den man findet, könnte ein Questtext sein. Im Süden, ja, das Königreich von Francia wurde unter einem König vereint, und das nach über 100 Jahren. Ja. Karl III., der Enkel von Karl der Großen, versucht nun einen Krieg zu starten gegen die Northmen, also gegen die Nordmänner in Francia. Und England könnte der nächste sein. Ja. Chefnatorp muss neue Verbündete schaffen, vor allem in Francia, um einfach dieser Gefahr abzuwenden. Ein Besucher wird in Chefnatorp ankommen, am Hafen, und dieses Abenteuer mit euch starten. Ich war jetzt live übersetzt, ich habe jetzt hier nichts vorgelesen, also es war jetzt instant übersetzt, deswegen so ein bisschen haperig. Ja, interessant auf jeden Fall. Wir werden also versuchen, neue Allies zu finden. Wir werden vielleicht eine eigene Rebellion in Frankreich starten, was mich so ein bisschen verwundert hat. Dann auch hier kamen verschiedene Dateien ans Tageslicht von Padder, dass es eine Möglichkeit geben wird, die Items von den Rebels abzugraden. Ne? Also als befreundete Fraktion wird es Rebels geben höchstwahrscheinlich, oder Rebellen, wie es in Deutsch heißt. Und wir werden da die Stärke der Bogenschützen, die Stärke der Schwertmänner und auch die Größe der Armee upgraden können, durch wahrscheinlich verschiedene Aufgaben, die wir machen müssen. Und dadurch steigt auch der Ruf der Rebellen bei uns, also ähnlich wie der Ruf zum Beispiel in Dublin, ja, der Ruf von der Stadt Dublin. Und ja, da gibt es natürlich auch noch Rewards, ganz, ganz klar. Ja, das baut ja alles auf, auch wunderschöne Rewards. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen weird, dass man Rebellen jetzt reingebracht hat. Historisch gesehen weiß ich gar nicht, ob das so korrekt ist. Klar, ist nur ein Spiel, ganz klar. Aber ich dachte eigentlich, dass wir da mit einer großen Party hinraiden. Ja, und dann alles raiden, was geht. Aber es wäre wahrscheinlich zu eintönig, weil das ja schon in England gemacht wurde. Was ist eure Meinung dazu? Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir mal eure Meinung zu der gesamten Thematik in die Kommentare schreibt. Also findet ihr, das macht Sinn mit den Rebellen oder eher nicht? Und jetzt natürlich, ihr habt lange drauf gewartet, jetzt kommen wir zu der Map. Hierbei gibt es 17 Regionen, die ich nicht aussprechen werde. Ich werde nicht denselben Fehler machen wie Andy Reloads. Dennoch aber, ihr seht es, viele Regionen auch an der Seine, ja. Also entlang der Seine ist ja auch logisch, war damals üblich. Und alles natürlich gestretched. Das heißt also, ich denke, die Karte wird nochmal angepasst. War ja in Irland auch so. Also da wird es jetzt keine Löcher geben oder so, sondern die wird nochmal angepasst, dass alle Regionen aneinander angrenzen. Interessant ist für mich, dass es quasi eine Riesenregion gibt, und zwar die Normandie, die Evresin oder Evresin. Und sie könnte vielleicht wieder eine Art Zwischenregion dienen, so wie zum Beispiel in AC1 und ich glaube auch AC2. Ja, und vielleicht ist es einfach nur Wasteland, aber vielleicht finden wir da auch sehr interessante Geheimnisse. Was wir durch Padder auch erfahren haben, ist, dass es ein Assassinenbüro in Paris geben wird, auch in der Region Paris. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Wir wissen, dass von dem Leak von Jonathan, dass es keine Assassinen geben wird. Weiß ich nicht, ist schade eigentlich, weil das hätte dem Ganzen nochmal so ein bisschen so einen extra Kick gegeben, aber vielleicht ist es auch schon zu früh oder noch zu früh. Aber er hat eine Dialogzeile geleakt bzw. entdeckt, und die sagt Folgendes. So wie in England waren die Verborgenen auch abwesend in Francia. Doch welche Schätze könnten sie hinterlassen haben? Und das ist die Frage, und das würde natürlich das Ganze auch unterstützen, dass es im Assassinenbüro einen Schatz geben wird, vielleicht auch generell mehrere Assassinenbüros, und wir da einen wunderschönen Schatz finden und vielleicht so eine Anlehnung an Richard Löwenherz oder so sehen oder an Altair. Das wäre auf jeden Fall sehr nice. Freunde, eine Sache noch, Mittwoch werde ich den Reveal von Battlefield 6 streamen, und auch die ganze Woche zu der E3 werde ich streamen auf Twitch. Der Link dazu ist in der Beschreibung, lasst mir gerne ein Follow da. Und am Samstag natürlich dann ganz klar E3. Jetzt aber bedanke ich mich erstmal bei euch, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ja, lasst auf jeden Fall ganz viel Liebe da mit der Glocke, da würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns. Bis dahin, euer Pascal, tschö mit Ö und ciao mit V.